Wiederkehr. Median XL macht das ohnehin schon komplexe Spiel Diablo 2 noch um einiges komplexer. In diesem Guide will ich euch daher die Grundlagen des Hereditary Cubes näher bringen. Denn dieser wurde im Median XL deutlich komplexer und wichtiger für den Fortschritt im Spiel. Zuerst gebe ich euch einen kleinen Überblick über die verschiedenen Reagenzien, die der Würfel braucht, um zu funktionieren. Da hätten wir als erstes den Catalyst of Disenchantment, dann den Catalyst of Learning, das Mark of Infusion, Arcane Crystals, Shards und Clusters, verschiedene Mystic Orbs, 5 unterschiedliche Öle und 16 verschiedene Shrines. Den Catalyst of Disenchantment bekommt ihr im Akt 1 auf der Schwierigkeitsstufe Normal beim Schmied, den ihr für die Quest Tools of the Trade töten müsst. Den Catalyst of Learning bekommt ihr in Akt 4 von Isoal auf der Schwierigkeitsstufe Nightmare bei der Quest The Fallen Angel. Den Mark of Infusion bekommt ihr auf jeder Schwierigkeitsstufe in Akt 5 beim Shank the Overseer, den ihr für die Quest Siege on Harrogath töten müsst. Nun zeige ich euch eine Möglichkeit, wie ihr Arcane Crystals herstellen könnt aus Arcane Shards. Dazu braucht ihr 5 Arcane Shards, die ihr zusammen im Cube ablegt und einmal transmutiert. Aus diesem dann erhaltenen Arcane Crystal könnt ihr einen Arcane Cluster machen, der dann wiederum weitere Arcane Crystals in sich aufnehmen kann. Somit kann man eine Menge Platz sparen. Mystic Orbs und Öle könnt ihr kaufen. In jedem Akt gibt es dafür einen Händler und ich zeige euch hier einmal, wo diese stehen. In Akt 1 wäre es der gute Giet, der links oben im Lager der Jägerin steht. In Akt 2 wäre es der gute Drogan, dieser steht nördlich im Lager. Auch in Akt 3 steht nördlich im Lager der gute Alcor, der euch dann die Öle verkauft bzw. die Orbs. In Akt 4 müsst ihr dafür zum Schmied Halbu. Und in Akt 5 ist es der Schmied Larzuk, rechts neben dem Waypoint. Einige Mystic Orbs könnt ihr auch in der Umgebung finden, indem ihr Monster jagt oder Kisten öffnet. Kommen wir nun zur Funktionsweise vom Catalyst of Disenchantment und vom Catalyst of Learning. Um den Catalyst of Disenchantment richtig zu benutzen, müsst ihr nichts weiter tun, als ihn in den Cube zu legen und ein beliebiges Unique-Item dazu zu machen. Daraus erhaltet ihr dann Arcane Shards, die ihr, wie ihr vorhin schon gesehen habt, direkt in Arcane Crystal umwandeln könnt, solltet ihr genug haben. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, mehrere dieser Items direkt in den Cube zu packen und daraus gleich Arcane Crystals zu machen. Ihr könnt bis zu 10 gleichzeitig reinpacken und daraus 2 Arcane Crystals erhalten. Den Catalyst of Learning benutzt ihr, um aus Set-Teilen Signets of Learning zu machen, die ihr braucht, um eure Skillpunkte zu erhöhen. Ihr könnt bis zu 25 Stück gleichzeitig mit einem Catalyst of Learning zerlegen. Ihr könnt mit einem All of Enhancement und einem All of Renewal die Qualität eurer Items nach Belieben variieren. Habt ihr zum Beispiel ein Item schlechter Qualität, könnt ihr mit einem All of Enhancement es zu einem Item normaler Qualität machen. Und habt ihr ein Item normaler Qualität, könnt ihr ein All of Renewal nehmen, um daraus ein Superior Item zu machen. Aus dem Superior Item könnt ihr dann letzten Endes mit einem All of Enhancement ein magisches, also ein blaues Item machen. Wozu man das brauchte, dazu kommen wir gleich noch. Mit einem magischen Gegenstand und dem Mark of Infusion könnt ihr euch nun ein Honorific Item herstellen. Diese Items haben die Besonderheit, dass sie praktisch blank sind und auf Level 1 anfangen, aber doppelten Bonus von Mystic Orbs verwenden. Dadurch könnt ihr euch ein sehr, sehr spezialisiertes Item bauen, genau nach euren Wünschen. Ihr braucht ein bestimmtes Unique-Item, habt aber einfach kein Drop-Glück, kein Problem, auch hierfür gibt es eine Lösung. Ihr braucht nichts weiter als ein All of Enhancement und 2 Arcane Crystals und das Item einer beliebigen Qualitätsstufe
das ihr dann letzten Endes als Unique haben wollt. Haut das alles in den Cube und transmutiert das einmal. Das nächste Rezept gibt euch die Möglichkeit, das Item-Level zu senken. Dazu braucht ihr nichts weiter als ein Rare Item beliebigen Levels und einen Rare Ring und ein Rare Amulett. Somit ist das Item nun vorbereitet, um wieder modifiziert zu werden. Ihr habt ein tolles Item gefunden, findet es aber einfach nicht in einem höheren Level. Kein Problem, ihr könnt das Item mit einem Arcane Crystal einfach um ein Level erhöhen. Das gleiche funktioniert auch für Unique Items. Hier ist allerdings die Besonderheit, dass ihr eine Rune mit reinbringen müsst, da ihr sonst lediglich das Level erhöht, aber nicht die Werte. Sollte euer Item keinen Sockel haben, könnt ihr mit Juwelen diesem ein paar Sockel verpassen. Bis zu den maximalen möglichen Sockeln, die das Item haben kann. In diesem Falle 6 Stück. Eure Waffe könnte noch ein klein wenig mehr Schaden vertragen oder ihr könntet ein bisschen Life Leech drauf bekommen. Kein Problem. Mit den Mystic Orbs aus dem Shop könnt ihr eure Waffe dementsprechend modifizieren. Passt hierbei aber auf, da sich das Item-Level jedes Mal um 4 erhöht und es möglich ist, dass ihr die Waffe dann irgendwann nicht mehr tragen könnt. Ihr habt eure Waffe nun schon sehr gut modifiziert. Mit einem kleinen wenig Glück und einem All of Luck könnt ihr dieses aber noch etwas weiter treiben. Das hat sogar gleich geklappt. Kommen wir nun zu den Shrines. Hierbei reiße ich die groben Sachen allerdings nur an, da die Shrine-Sache an sich sehr viel komplexer ist und ich werde dazu nochmal ein separates Video machen. Zunächst wäre da der Shrine Vessel. Diesen erstellt ihr aus einem Shrine und einem All of Craft, ähnlich wie beim Arcane Cluster. Auch die Funktionsweise dieses Shrine Vessels ist gleich wie beim Arcane Cluster. Ihr könnt mehrere Shrines der gleichen Art in diesem storen und dadurch Platz sparen. Um einen Schrein richtig zu benutzen, müsst ihr zuerst ein Rare-Item finden in Sacred. Das heißt ein gelbes Item mit dem Zusatz Sacred. Alle anderen Items funktionieren sonst nicht. Legt dieses zusammen mit dem Shrine, den ihr wollt, in den Cube und cubed einmal. Nun seht ihr, die Werte verändern sich von dem Bogen. Das könnt ihr bis zu 10 Mal mit einem Shrine machen. Nun gibt es auch mit Shrines die Möglichkeit, ähnlich wie beim Luck-Bonus, den ganzen Bonus noch einmal oben drauf zu packen. Dazu braucht ihr einen Shrine, der noch mindestens einen Stack hat und 2 Arcane Crystals. Hierbei ist viel Glück gefragt, da die Tabelle, die die Werte bestimmt, sehr, sehr groß ist. Auch Juwelen können modifiziert und angepasst werden. Alles, was ihr dazu braucht, ist ein All of Craft, eine bestimmte Rune und einen Arcane Shard, beziehungsweise ein Arcane Crystal geht auch. Ihr würdet dann 4 Arcane Shards zurückerhalten. Hier einmal ein kurzer Überblick, welche Runen welche Bonis geben. Beachtet jedoch, dass ihr das nicht so oft mit eurem Juwel macht, da das Juwel jedes Mal 5% seines Levels verliert. Ihr könnt auch die Qualität von Edelsteinen und Runen verändern. 2 Edelsteine gleicher Art und gleicher Qualität werden zu einem Edelstein der nächsthöheren Qualität. Das könnt ihr so lange weitertreiben, bis er ein Perfect ist. Bei Runen sieht es ähnlich aus. 2 Runen gleicher Stufe werden zur Rune nächsthöherer Stufe. Vier Runen gleicher Stufe werden zur übernächsthöheren Stufe. Zwei Runen gleicher Stufe und eine Rune der nächsthöheren Stufe werden ebenfalls zur übernächsthöheren Stufe.
Wollt ihr eine Rune auf die nächstuntere Stufe bringen, müsst ihr diese einfach nur alleine in den Cube legen. Passt jedoch hierbei auf, denn ihr verliert jedes Mal eine Rune dabei. Das heißt, ihr bekommt nicht aus einer nächsthöheren Stufe 2 kleinere Stufen, sondern nur eine kleinere Stufe. Kommen wir nun zu den Runenwörtern. Hierbei ist zu beachten, dass zuerst sämtliche Sockel mit Juwelen gefüllt werden muss und der letzte Sockel dann mit einer Rune. In meinem Fall habe ich nur 2 Sockel, brauche deswegen nur ein Juwel und die entsprechende Rune. Ich habe mich für eine Teilrune entschieden, um aus dem Dagger das Wort Shark zu machen. Ihr habt ein neues Item gefunden und wollt gern die Edelsteine und Juwelen aus eurem alten Item raushaben? Kein Problem. Legt das Item mit den Juwelen und den Edelsteinen einfach nur in den Cube und legt einen Oil of Disjunction dazu. Somit könnt ihr sämtliche Sockel wieder verwerten. Bei Runenwörtern funktioniert das ähnlich. Ihr braucht jedoch dazu noch 3 Perfect Gems. Ihr habt es satt, dass die Schamanen ständig die Fallen wiederbeleben. Auch dafür gibt es ein Rezept. Alles, was ihr dazu braucht, ist ein Oil of Renewal und ein Arcane Crystal. Packt das zusammen mit eurer Waffe in den Cube und ihr bekommt das Affix Rest in Peace, was dafür sorgt, dass diese Einheiten nicht wiederbelebt werden können. Nun kommen wir noch zu 2 Quality of Life Rezepten, die euch ermöglichen, in Akt 2 und Akt 3 eine kleine Abkürzung zu nehmen. Befindet ihr euch in Akt 2 und habt 2 Arcane Crystals und eine Healing Potion, könnt ihr daraus sofort den Horadric Staff cuben. Sehr praktisch, dadurch müsst ihr nicht durch die ganze Wüste laufen. Auch in Akt 3 sieht es ähnlich aus. Ihr braucht wieder 2 Arcane Crystals und eine Mana Potion. Daraus erhaltet ihr dann Kalims Fail und könnt sofort in den letzten Abschnitt gehen. Und last but not least, das Q-Level. Dafür braucht ihr nichts weiter als das Wirtsbein und das Erreichen der allerhöchsten Schwierigkeitsstufe Hölle. Befindet ihr euch nun im Lager der Jägerin in Akt 1, könnt ihr mit dem Cube und dem Wirtsbein einfach das Portal ins Q-Level öffnen. Ich hoffe, der Guide hat euch gefallen und hilft euch weiter. Habt ihr Fragen oder Anregungen, schreibt das doch einfach in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.